So, in der Stadt kann ich jetzt ein paar Sachen erledigen. Als erstes fahre ich zum Motorradmechaniker, weil ich will gerne das Lenkkopflager mal nachziehen lassen. Weil ich habe das jetzt schon so, habe es ja schon öfters erwähnt, beim starken Bremsen, dass es dann so ein bisschen knackt, und ich habe gelesen, dass es dann nachgezogen werden muss. Bei links und rechts dieser Test, das ist alles tippitoppi, aber es muss wahrscheinlich einfach nachgezogen werden. Da braucht man wohl Spezialwerkzeug, um das hier irgendwie nachzuziehen, und das habe ich natürlich nicht. Deswegen fahre ich jetzt mal zu denen, vielleicht können die das machen. Dieses Rumpeln beim starken Bremsen habe ich ja schon seit Argentinien, und ich dachte, ich könnte das mit dem Reifenwechsel in Santiago de Chile beheben, aber das hat nicht geklappt. Und deswegen ist mein nächster Versuch jetzt Lenkkopflager. Dafür bin ich zum Big Trail Service BTS in Antofagasta gefahren, und das hier ist Luis, der Besitzer, und er hat sich auch sofort bereit erklärt, mir spontan zu helfen. So, wir haben uns jetzt durchgearbeitet. Ich muss natürlich erstmal den halben alles abbauen. So. Aha. Und da sind wir. Wir haben das im Werkstattbuch nachgeguckt. Er hatte das von der 660er nur, und da sind es völlig andere Zahlen. Aber ich habe es Gott sei Dank vorher nachgeguckt und daraus fotografiert. Deswegen konnte ich jetzt sagen, wie das angezogen werden muss. 75 Newtonmeter und 7. Oh. Das Problem ist, dass er den Schlüssel nicht hat. Und er hat einen, aber der ist zu groß für meine Tenere. Aber wir haben hier so einen para otra, sí. Para otro sistema de dirección. Sí. Und das passt. Da haben wir Glück. Und jetzt ziehen wir das an. Und dann ist top. Primero lo vamos a soltar. Vamos a ver cuánto lo tiene. Así. Sí. Bueno, está. Ajá. ¿75? Sí. So, fertig die gute Lucy. Ich habe jetzt gerade eine Probefahrt gemacht und es ist perfekt. Super, super, super. Jetzt bin ich total zufrieden. Und Luis ist der Meister. Hola Luis. Sí, por favor. Jetzt gibt es noch Kaffee. Und dann habe ich das geschafft. Und hier stehen ein paar große BMW GS 1200er. Und es gibt Heldjacken. Also das ist genau mein Shop. Und was ich sagen kann, ist, dass alleine, selbst wenn ich das Werkzeug gehabt hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Du brauchst 2 Leute, um den ganzen Kram zu halten. Den Lenker und so und die Gabelbrücke dann oben drauf zu machen. Und das muss gehalten werden. Und auch unten an diese
um die Gabelbrücke wieder zu befestigen. Nicht die Gabelbrücke, dieses Lenkerstück. Ich zeige das mal, dieses hier. Das sind hier unten diese Schrauben. Alleine unmöglich und auch mit meinem Werkzeug. Muchas gracias. Salud. Salud. Ja, und jetzt noch Kaffee. Ja, ich muss schon sagen, jetzt wo das Lenkerablager wieder top ist, gerade hier durch den Verkehrsschlängeln macht es richtig viel aus. Und dann ständig hart anbremsen muss und gucken muss, wenn die Spuren wechseln und so. Hallo. Dann rumpelt es immer so sonst und dann hat man nicht so viel. Ja, jetzt habe ich mich wieder richtig Sicherheit. Super cool. Ich liebe das ja, durch den Verkehr zu schlängeln mich. Man muss immer aufpassen, dass man dann nicht zu übermütig wird. In Santiago hatte ich 2, 3 Situationen, wo es fast geknallt hätte. Wo ich mich so durchgeschlängelt habe und dann ist einer so abgebogen. Habe ich eine Vollbremsung gemacht, das ist das Vorderrad so gerutscht. Ja, wenn der nicht gebremst hätte, hätte er mich voll umgehauen. Also man muss dann schon ein bisschen gucken. Wie ihr seht, genieße ich nochmal das Meer, bevor es endgültig in die Wüste geht und dann auch weg vom Meer für längere Zeit, glaube ich. Ich bedanke mich bei meiner Mama für die Unterstützung, für leckeres Essen. Heute habe ich nur wieder mal Burger und Pommes. Aber ich werde schon wieder leckeres Essen bekommen. Und bin hier erfolgreich gewesen, Bike repariert, Kamera repariert. Ich war jetzt hier noch, deswegen esse ich hier Burger, weil ich in so einer riesen Mall bin, die ist hier hinter mir. Um mir irgendwie eine neue Jacke oder so zu kaufen, ist es auch Winterschlussverkauf, aber ich habe nichts gefunden, was mir irgendwie gepasst hat. Teure Sachen halt, aber ja, wollte ich nicht ausgeben. Naja, dann muss es erstmal mit dem kaputten Pulli gehen und der Motorradjacke. Ich werde schon noch was finden. Die schwierigen Sachen habe ich erledigt, die einfachen nicht. Also, morgen geht es dann quer durch die Wüste nach San Pedro. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Euer Ruti. Ciao, ciao.